Ja, Niki, 0:0 zum Auftakt. Wie bewertest du dieses Ergebnis? Ja, war schon sehr dünn heute, muss man ehrlich sagen. Wir haben uns viel vorgenommen, hatten auch eigentlich alle richtig Bock auf das Spiel, auf die Aufgabe, auch wenn es natürlich jetzt nicht die ursprüngliche Anschlusszeit ist und der ganz normale Trip wie bei einem anderen Auswärtsspiel in der Bundesliga. Das dürfen keine Ausreden sein. Wir kamen einfach nicht gut in die Partie. Mit Ball war heute sehr, sehr, sehr schwach. Zu wenig Chancen herausgespielt. Ich bin auch der Meinung, dass Fluminense mehr Engagement gezeigt hat, vor allem auch mit dem Ball, wie die sich bewegt haben, wie die sich angeboten haben. Da haben wir jetzt noch eine Menge Luft nach oben für die 2 nächsten Spiele, die unglaublich wichtig sind, weil wir hier sehr gerne weit kommen wollen und werden das auch dementsprechend verarbeiten und bearbeiten und dran arbeiten. Ja. Du hast die Anstoßzeit schon angesprochen, das Trikot auch klitschnass. Sag mal ganz kurz, wie waren die Bedingungen, wie war es hier zu spielen? Ja, dass es jetzt nicht einfach ist und dass, wie ich schon gesagt habe, hier erstmal auch der Platz ein ganz anderes. Ich glaube, das ist wahrscheinlich bis nach Deutschland so gekommen, dass der Ball hier nicht richtig aufspringt und dass es hier schwerer ist, vom Fleck teilweise zu kommen. Aber das sind alles jetzt so Ausreden. Wir haben trotzdem die Möglichkeit gehabt, ein besseres Spiel zu machen, besser Fußball zu spielen, was wir auch die letzten, denke ich, Wochen und 1, 2, 3 Monate gezeigt haben, dass wir das besser können. Und das müssen wir jetzt auf jeden Fall im 2. und 3. Spiel zeigen. Das ist ganz wichtig. Lass uns trotzdem noch was Positives erwähnen. Tausende Kilometer von zu Hause weg und trotzdem hatten wir so eine kleine gelbe Wand heute auch hier im MetLife Stadium. Wie war das für euch, da trotzdem rauszukommen beim Spiel und diese gelbe Wand auch zu sehen? Ja, es ist eigentlich unglaublich. Ich meine, das Stadion war heute nicht ansatzweise voll, aber wir haben hier um 12 Uhr in New Jersey gespielt gegen eine brasilianische Mannschaft und Leute aus Deutschland kommen hierher und feuern uns an. Unglaubliche Dankbarkeit, die wir alle verspüren im Team. Und wollten heute eigentlich auch den Leuten, die hier extra hergekommen sind und auch uns selber belohnen, weil es doch wirklich ein cooler Trip ist und viel Spaß macht und wir coole Bedingungen haben, auch gerade in Miami. Und da müssen wir alle so ein Stück weit an uns weiter jetzt arbeiten und im 2. Spiel eine Schippe drauflegen. 0 Tore kassiert, auch dank Weltklasse-Paraden von dir, aber auch 0 Tore geschossen. Wie fällt da das Fazit aus? Ja, ich habe es schon gesagt, ich glaube, es war sicher ausbaufähig heute von unserer Leistung her. Die Brasilianer haben es gut gemacht. Es war aber von Anfang an klar, dass es für sie um viel geht, dass sie das Turnier sehr, sehr ernst nehmen. Ich glaube, man kann es heute vielleicht ein bisschen auf Jetlag, ein bisschen auf die Anstoßzeit, was auch immer wir es schieben wollen. Es war einfach ein bisschen zu langsam. Aber ich finde, wir sollten nicht so viele Ausreden jetzt hervorholen, weil am Ende müssen wir besser spielen. Das war heute sicher zu wenig, aber mit dem 0:0 können wir, glaube ich, glücklich sein, weil jetzt haben wir alles in der Hand und können es die nächsten Spiele regeln. Wir müssen natürlich nachfragen, wie geht's dir? Hast auch ordentlich was einstecken müssen. Also wir sagen, ein bisschen Sorgen haben wir uns gemacht. Ja, ich mir auch kurz. Also es hat schon ordentlich geknallt. Ich habe am Anfang gedacht, also ich habe auf jeden Fall Glück gehabt, ne, so wie er mich getroffen hat, war okay. War die Brust, wenn er mich da im Kopf trifft oder sonst wo, glaube ich, habe ich ein ziemliches Problem. Von daher bin ich wirklich happy, dass es so gelaufen ist, wo ich danach aufgestanden bin. Also ich war ja erst am Boden, wo ich dann aufgestanden bin, habe ich gemerkt, dass es doch nicht ganz so easy war, wie ich erst dachte, dass ich es schon ein bisschen gespürt habe. Deswegen habe ich mich nochmal hingelegt, muss mir dann nochmal ein bisschen Zeit nehmen, aber dann am Ende zum Glück 2 gute Saves gemacht noch und die Clean Sheet, was sehr wichtig ist für uns heute. Ich glaube, wenn wir heute verlieren, wäre es ein schwieriges Turnier geworden. Ne? So will es nicht starten. So, glaube ich, haben wir ein bisschen Schadensbegrenzung gemacht und können trotzdem noch positiv jetzt in die nächsten Spiele gehen. Du hast es ja auch gesagt, man hat es noch in der eigenen Hand. Aber welche Hausaufgaben nimmt man jetzt für diese nächsten beiden Spiele erstmal mit? Ich glaube, einfach wieder zu dem zurückkommen, was uns stark gemacht hat gegen Ende von der Saison. Ne? Ich glaube, heute waren wir ein bisschen zu langsam. Wir haben die Bälle ein bisschen zu wenig laufen lassen, ein bisschen zu viel Standfußball gespielt, einfach zu wenig Laufwege gehabt, um frei zu werden. Ich hatte das Gefühl, dass wir uns noch mehr anbieten müssen, dass wir noch mehr Optionen schaffen müssen, um die Bälle zu spielen. Es war alles ein bisschen träge gefühlt, ne? Und alles ein bisschen langsam. So hat sich für mich auf jeden Fall angefühlt.